Wow, eine ganze Straßenparade für einen Rock'n'Roll-Star. Das gab's 1956. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Wir gehen zurück in den September 1956 nach Tupelo, Mississippi. In seine Geburtsstadt kehrte der King of Rock'n'Roll am 26. September 1956 zurück mit einem riesen Tamtam. 2 legendäre Konzerte, Tausende von Fans im Ausnahmezustand und das Beste von allem, diese Shows gibt's als Audiomaterial und sogar, zumindest in Teilen, auf Video. Ja, und damit nicht genug. Ihr habt wieder gewählt die Elvis-Single des Monats September. Auflösung wird es nachher geben. Außerdem zeige ich euch in dieser Show noch die brandneue FTD Vinyl zu Harum Scarum und werde einen kurzen Bericht dazu abgeben, was die Soundqualität und die Aufmachung betrifft. Und last but not least habe ich noch einen sensationellen Bonusclip für euch aus Epic Elvis Presley in Concert von Baz Luhrmann, der jetzt ganz frisch erst aufgetaucht ist. All das in meiner heutigen Show. Here's Elvis Presley. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Ich bin Gerd von In Elvis Veritas. Toll, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Der 26. September 1956 wurde zu nicht geringerem als dem Elvis Presley Tag erklärt, der übrigens bis heute ist. Warum? Der King kehrte zurück in die Stadt, in der alles begann, in seinen Geburtsort Tupelo in Mississippi. Die ganze Stadt war im Ausnahmezustand. Eine Parade durch die Main Street, ein Volksfest, und am Nachmittag bzw. am Abend je eine Show auf dem Gelände der Mississippi-Alabama Fairgrounds. Elvis war wieder zu Hause und die Menschen, die Bewohner von Tupelo, die Fans, waren voller Stolz. Um 14:30 Uhr betrat Elvis die Bühne in einem blauen Samthemd, das er von der Schauspielerin Natalie Wood, wir kennen sie alle aus dem Film King Creole, geschenkt bekommen hatte. Das Publikum? Rund 11.000 Fans, die förmlich ausrasteten vor Begeisterung. Elvis legte los mit Heartbreak Hotel, Long Tall Sally, I Was the One, daughter to cry when she wants you under spell. und I Got a Woman. Leave her alone. She knows the wrong place. Dann der große Moment. Er stellte den Song vor, den bald jeder kennen sollte und bis auf den heutigen Tag jeder kennt, mit seiner Live-Premiere von der Ballade Love Me Tender. And now, friends, with the help of the very wonderful Jordanaires, Love Me Tender. Zum ersten Mal live und man konnte eine Stecknadel fallen hören, so gespannt und gerührt war das Publikum. Man spürt richtig, wie dieser Moment die Fans innerlich berührt hat. Zum Abschluss dann das totale Chaos. Es kam der Song Hound Dog und alle drehten durch. Elvis lieferte eine grandiose Bühnenshow zu diesem Klassiker ab. Zwischen den Songs kam es sogar zu offiziellen Momenten. The state of Mississippi takes pride in welcoming home on the occasion
of the Mississippi-Alabama Fair, America's #1 entertainer in the field of popular music, its own native son, Elvis Presley, is the 26th of September 1956, J.P. Coleman Governor. Congratulations. Thank you, Mr. Coleman. Der Bürgermeister von Tupelo überreichte Elvis einen Stadtschlüssel. So ehrte Tupelo seinen berühmtesten Sohn. Hope you will take this key and use it the best way you see fit. Thank you, Mayor. Thank you, ladies and gentlemen, very much. Thank you, sir. Doch das war noch nicht alles. Elvis gab am Abend noch einmal Vollgas, diesmal aber im roten Samthemd. Die Setlist ähnelte im Prinzip der Nachmittagsshow, aber er würzte sie mit zwei Rockabilly-Krachern, nämlich mit Blue Suede Shoes und mit seinem Sun-Titel Baby Let's Play House. Oh baby, 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 come back, baby, I want to have you. Wieder kreischten die Fans, wieder bebte der Fairground. Man hätte fast meinen können, Tupelo würde gleich abheben. Für Elvis war das nicht irgendein Auftritt, es war ein Triumphzug. Wir erinnern uns zurück, es war in Tupelo, als Elvis das erste Mal auftrat. When I was a lad, an old ship was a pub. Der Junge, der damals in Tupelo auf der Bühne stand und mit seiner Gitarre den Song Old Shep zum Besten kaum Resonanz hervorrief, kam jetzt als der Rock'n'Roll Superstar in seine Heimatstadt zurück. Das Großartige an der Sache ist, wir haben die beiden Shows komplett als Audioaufnahme. Wurde schon lange veröffentlicht. Ich weiß, werden einige von euch jetzt sagen, ist nichts Neues. Absolut richtig. Gab es bereits 1984, 85 auf der Box A Golden Celebration, die beiden Shows in kompletter Länge. Dazu filmte das Fox Movietone Kamerateam die Nachmittagsshow zumindest in Teilen. Dieses Material war allerdings lange Zeit verschollen. Erst 2007 hat sich der Memphis Recording Service dieses Materials angenommen und eine hervorragende DVD veröffentlicht, die uns das gesamte Bildmaterial wie auch nochmal das gesamte Audiomaterial der beiden Shows zur Verfügung steht. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr an diese DVD noch rankommt, dann solltet ihr sie euch zulegen. Ist ein einmaliges historisches Dokument. Schließlich haben wir es hier mit dem einzigen nahezu vollständig gefilmten Elvis-Konzert aus den 50er Jahren zu tun. Ja, soweit zu Elvis Presley in Tupelo. Wir kommen jetzt zur Elvis-Single des Monats September. Es war ein knappes Rennen mit nur einer Stimme Vorsprung, hat sich der Sieger durchgesetzt, aber weil es so knapp war, erwähne ich auch mal Platz 2. Platz 2 war Promised Land, dieser Rock'n'Roll-Kracher, den Elvis 1973 in den Stax Studios aufgenommen hatte, 1975 als Single veröffentlicht, übrigens mit einem hervorragenden 14. Platz in den US-Single-Charts. Aber eurer Platz 1, wenig überraschend, wurde der Jailhouse Rock. Dieser Song, den Elvis für den gleichnamigen Film aufgenommen hatte, gilt als einer seiner bekanntesten Songs überhaupt. Besonders markant durch diesen Eingangsrhythmus, wo der Schlagzeuger immer leicht gegen den Rhythmus schlägt. One through a party in the county jail. Ja, und was gibt's noch, liebe Freunde? In dieser Woche erschien die Vinyl-Ausgabe von FTD von den Harum Scarum Sessions. Wir erinnern uns, ich habe ein Video dazu gemacht, ich blende es euch ein, habe es ausführlich besprochen. Den Soundtrack, die Harum Scarum Sessions, die wir auf CD bekommen haben vor einigen Monaten. Und jetzt ist die Vinyl-Ausgabe gekommen, wie immer, ein Zusammenschnitt, eine Art Best-of aus diesen insgesamten Sessions. Und jetzt haben mich schon einige zur Tonqualität befragt. Ich sage mal so, die Messlatte nach Girl Happy, der Vinyl-Soundtrack, seht dazu mein Video, war natürlich extrem hoch. Ich habe noch keinen Soundtrack gehört von Elvis, der so gut gemastert war wie Girl Happy von FTD. Um es gleich vorwegzunehmen, an diese Qualität kommt Harum Scarum nicht heran.
verstehen wir uns richtig, der Sound ist gut, er ist sehr gut, aber er vermisst die Klarheit, die wir bei Girl Happy hatten. Was bei Harum Scarum sowieso generell auffällt, wir haben, was Elvis' Stimme betrifft, eine relativ dumpfe Abmischung, auch mit etwas leicht verrauscht, würde ich fast sagen. Das war aber schon immer so. Also ich kenne diese Aufnahme nicht anders. Und auch jetzt beim Remastering, man hat ja schließlich die Songs nicht nur remastert, man hat sie sogar remixed, also die Master von Harum Scarum. Selbst da ist es nicht gelungen, Elvis' Stimme diese Brillanz zu verleihen, die sie beispielsweise bei Girl Happy hatte. Also hier müssen wir ein klares Minus nehmen. Nichtsdestotrotz eine gute Aufmachung wieder, ein schönes Sammlerprodukt und natürlich habe ich für euch in diese Doppel-LP reingeschaut und möchte euch kurz ein kleines Unboxing dazu zeigen. Ja, und als kleines Bonus, kleines Extra für euch, liebe Fans, es ist ganz aktuell aufgetaucht, jetzt wo ich das Video aufgenommen habe, erst vor ein paar Stunden, habe ich zumindest gesehen, möglicherweise der ein oder andere schon etwas früher, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, denn wir warten ja sehnsüchtig auf Material aus Epic von Baz Luhrmann und jetzt haben wir scheinbar von einem Zuschauer von der Kinoleinwand abgefilmt, so deute ich das jetzt mal, weil das Bild etwas instabil ist. Ich habe das Ganze etwas bearbeitet, habe versucht noch ein bisschen was rauszuholen, möchte es euch nicht vorenthalten. Es ist eine Passage, wo es darum geht, um die Zeit von Elvis in Hollywood, wo er selbst sagt, er wartete immer drauf, dass er mal bessere Drehbücher bekommt, aber they never changed und das wird immer so echoartig drüber gelegt. Ihr werdet es gleich sehen. Etwa 2 Minuten aus diesem Film und ja, ich kann euch jetzt nur viel Spaß wünschen, ein kleiner Einblick. Ich finde, es ist gut gemacht, auf den Rhythmus von Change of Habit drüber gelegt, Edge of Reality, Girls, 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 also eine interessante auch Soundcollage, wie ich finde. Die Bilder, ja, sind aus dem Film und am Schluss natürlich zieht Elvis seine Gitarre, das hat er bei That's the Way It Is gemacht und legt sie an wie ein Gewehr. Ja, seht es euch einfach an. Dieses Schnipsel möchte ich euch am Schluss jetzt noch gönnen. Ja, bevor wir das aber anschauen, es gibt einen neuen Pulli in meinem Shop. Wer diesen Hoodie mag, mit in Elvis Veritas, schaut mal in meinen Shop rein. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, das war unser heutiges Thema. Das war Elvis' Heimkehr nach Tupelo, eine Stadt im Ausnahmezustand, ein Künstler, der zurückkehrt zu seinen persönlichen Wurzeln. Und jetzt seid ihr dran. Was ist euer Lieblingssong aus diesen Tupelo-Shows? Ist es die Premiere von Love Me Tender oder seid ihr eher für Hound Dog, wo so richtig der Punk, wie man so schön sagt, auf der Bühne abgeht? Lasst es mich wissen, schreibt es in eure Kommentare rein. Vergesst nicht wie immer das Video zu liken, ein Abo würde mich auch freuen, sofern ihr nicht schon eines habt. Und ansonsten, bevor wir jetzt zu Epic kommen, ihr wisst was kommt, mein Spruch zum Schluss eines jeden Videos. Long live the King. The image of me was wrong and I knew it, and I couldn't say anything about it. Couldn't do anything about it. Nobody's fault maybe except my own. A lot of times the things that I didn't fully believe in. And I was doing a lot of pictures close together, and the pictures got very similar. So I read the first 4 or 5 pages and I knew that it was just a different name,
with 12 new songs, and I had to gear down to that Sing to a Dog. I had thought that they would give me a chance to show some kind of acting ability. Oh, I'm in business. But it did not change. It did not change. I was so concerned. That's all I talked about. It worried me sick. I became very discouraged. One of the reasons why Elvis has stayed around as long as he has been due to the great mastermind of his manager, Colonel Tom Parker. With eyes that hide the man within. Colonel Tom Parker. You've lived and died and come to life again. They couldn't have paid me no amount of money in the world to make me feel any self-satisfaction inside.